Hallo liebe Zuschauer. Messio lebte in der Nähe eines Waldes und ging oft mit dem Fahrrad auf den Wegen zwischen den Bäumen. Dieser Spaziergang unterschied sich nicht von anderen, bis ein Kätzchen vor seinen Rädern auftauchte. Das Tier erschien so unerwartet, dass Messio kaum Zeit hatte aufzuhören. Das Kätzchen saß auf dem Weg und wollte nicht weglaufen, also musste der Junge vom Fahrrad steigen. Als Messio versuchte, das Kätzchen aus seinem Weg zu vertreiben, bemerkte er, dass das Kätzchen sehr seltsam aussah. Die Pfoten des Tieres waren zu groß für ein kleines Kätzchen, und die Ohren hatten kleine Pinsel, der Schwanz war auch deutlich kürzer als bei normalen Katzen. Bald merkte Messio, dass vor ihm kein Kätzchen war, sondern ein kleiner Luchs. Es war überraschend, dass das Tier überhaupt keine Angst vor dem Menschen hatte, im Gegenteil. Es sah ihn an, als ob es Hilfe brauchte. Der Typ wollte sich nicht mit einem wilden Tier in Verbindung setzen, vor allem hatte er Angst, dass seine Mutter in der Nähe herumstreunte, die ihm überhaupt nicht gefallen würde, dass er neben ihrem Baby war. Messio setzte das Baby an den Straßenrand und setzte dann seinen Spaziergang fort. Den ganzen Rest des Tages, wie auch die Nacht, die ihm folgte, beschäftigte der Junge die Gedanken, die er fand, und so wachte Messio morgens mit der Gewissheit auf, dass er in den Wald zurückkehren sollte. Als er den Ort erreichte, an dem er das Baby zurückgelassen hatte, war er noch vor Ort. Das Kätzchen weinte laut, offensichtlich wurde auch der Hunger zu seinem Schrecken hinzugefügt. Messio konnte das Baby nicht verlassen, weil es klar wurde, dass er seine Mutter verloren hatte. Also nahm der Kerl das Tier mit. Wenn es um ein normales Kätzchen gegangen wäre, hätte Messio es in seinem Haus gelassen, weil das Tier ihn schnell faszinierte, aber es war eine schlechte Idee, einen Luchs im Haus zu halten, sowohl für den Menschen als auch für das Tier selbst. Der Typ kontaktierte den Zoo, seine Mitarbeiter kamen, um das Baby zu holen. Der Luchs wurde in den Zoo gebracht, wo Bedingungen geschaffen wurden, die dem natürlichen Lebensraum dieser Tiere sehr nahe stehen. Das Baby wird von Tierärzten beaufsichtigt, aber wenn es älter und unabhängiger wird, wird es zurück in den Wald gelassen. Experten haben versucht, die Mutter des Kätzchens zu finden, aber ohne Erfolg. Vielleicht ist sie ein Opfer von Jägern geworden und vielleicht ist sie verschwunden, als sie selbst gejagt hat. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Tiere, die Sie lieben.